Alright, dann liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir sind auf W50 und wir gucken uns heute in etwas verkürzter Form wieder den Server an. Serveranalyse? Nein. Gildenvergleich? Ja. Hintergrund dessen ist, dass die Werte, die ich euch jetzt gleich zeige, einen Tag älter sind vielleicht also nicht mehr aktuell, trotzdem zeigen sie, wie der Stand war von Sonntag zu Montag. Ich konnte leider kein Video aufnehmen wegen meiner Tochter, deshalb machen wir das versetzt und deshalb schaue ich jetzt aber auch nicht in die Ehrenhalle rein, würde halt ja nicht passen. Ja, ne? Machen wir beim nächsten Mal bestimmt einfach wieder, beziehungsweise einige von den Leuten in der Ehrenhalle sind ja auch in der Players to Watch hin und wieder vertreten, da sehen die sich ja auch, ne? Also wir schalten direkt rein in die Excel-Tabelle und beziehungsweise OpenOffice-Tabelle und ja, sprechen wir mal ein bisschen drüber. Ich nehme mich an dieser Stelle mal wieder entspannt heraus. So, erstmal hier unten. Ja, ich werde mal die Ansicht wieder etwas vergrößern, würde ich sagen. Wo war denn hier der Maßstab? Geil. Kann man gerade so lassen, ne? Also, wir haben hier erstmal Gilden, ja, wie beim letzten Mal, die auch nicht schlecht dabei sind. Ja? Also Savario Legio mit einem Durchschnittslevel von 203 gestern, The Forest mit 208, Ninja Turtles 192, Wuselbande 197, Black Claw 208 und Moha Power 198. Das waren soweit alle Gilden, die ich finden konnte, die es halt jetzt nicht in die Top-Liste geschafft haben, aber teilweise knapp dran sind. Und in der letzten Top-Liste waren ein paar Gilden, die wir jetzt zum Beispiel hier oben sehen. Das ist also an sich ganz praktisch, würde ich mal sagen. Ja, wir haben aktuell jetzt hier 18 Gilden gelistet. Den 18. Platz. Warte mal, ich habe noch gar nicht sortiert, fällt mir gerade auf. Das müssen wir natürlich mal machen. So, das müssen wir noch sortieren. Nach Spalte H, würde ich sagen. So, den 18. Platz belegt Husi. Husi war zum Beispiel eine Gilde, die ich noch gar nicht aufgenommen hatte. Haben ein 212er Durchschnittslevel gehabt mit 570 Ritterhallenpunkten. Also in der Ritterhalle sehr stark dabei für dieses Durchschnittslevel, werden wir gleich noch sehen im Vergleich. 43 Raids hatten sie gemacht. Wahrscheinlich sind die Raids vor allen Dingen auch nicht ganz aktuell. Da könnte sein, dass da noch ein Raid gemacht wurde. Darüber sind die Shadowhunters, die waren schon mit dabei. Und sie haben 28 Level gemacht seit dem letzten Vergleich. Das war übrigens 2 Wochen her, also 16.08. zum 2.08. Mit 24 Ritterhallenpunkten haben sie sich auch verbessert. Sind jetzt nicht die Top-Werte, aber ja, kann man drauf aufbauen. Ich sehe auch gerade, dass hier jetzt gerade irgendwas schief gegangen ist nach dem Sortieren. Das müssen wir gleich mal ändern. Das ist nämlich dann nicht rot. Und so passt das auch besser. Sorry, dass ich das jetzt hier so live machen muss, aber will ich nochmal anfangen, um ehrlich zu sein. Ja, da habe ich mir einfach mal gedacht, nö, warum denn? So, gehen wir weiter. Na, also Shadowhunters, 17. Platz, sind ganz knapp hinter den Hungry Hippos. Und die Hungry Hippos hatte ich in der Liste unten drin stehen, genauso wie Gentleman's Club, die danach kommen. Oder auch, ich glaube sogar, nee, der Märchenturm, den hatte ich vorher drin. Ja, der war ja schon da. Also Hungry Hippos, 215er Level, 563 Ritterhallenpunkte und 43 Raids. Und Gentleman's Club eben mit einem etwas höheren Level gewesen. Niedrigerer Ritterhalle. Einen Raid hatten sie mehr zu dem Zeitpunkt. Das ist alles sehr, sehr knapp. Also der Weg zu den Top 15 ist wirklich knapp. Und es ist ja auch so, dass viele Gilden jetzt teilweise auch schon Fights machen. Gerade die halt keine Raids mehr machen wollen, erstmal oder können. Das heißt, wir werden auch in der Ehrenhalle wahrscheinlich beim nächsten Mal schon mal gucken können, wie da der Stand ist bei den Gilden. Ob sich das mit dieser Liste hier dann deckt, weil das muss es nicht sein. Es kann sein, dass
Hungry Hippos jeden Fight gegen Gentleman's Club gewinnt, weil sie die besseren High-Level-Spieler haben. Oder es kommt ja auf die Klassen drauf an, auf das Level, auf die Spielweise der einzelnen Spieler und natürlich auch aufs Glück. Und ob man Pilzkatapult einsetzt. Aber vom Level her ist Gentleman's Club im Moment auf jeden Fall Ticken stärker gewesen. Märchenturm wiederum auch ein bisschen besser dabei. Aber von der Ritterhalle her dafür nicht ganz so gut. Ne? Da haben wir gesehen, Husi unten auch schon 570. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, weil man sagen muss, sie haben 40 Level gemacht und damit sind sie ja fast Top-Wert gewesen. Also so ungefähr Top-4-Wert dieser ganzen Gilden hier, also von den 15 Gilden, die einen Vergleichswert haben, haben sie sehr guten Progress gemacht, haben auch die XP-Events gut genutzt. Ja, braucht man nicht meckern. Aber sie haben es noch nicht geschafft, Legion of Doom zu überholen, beziehungsweise zu bestehen. Legion of Doom hat nämlich wiederum den Märchenturm überholt und sind hier auf den 13. Platz vorgerusht mit 51 Leveln, was sie in der Zeit gemacht haben und immerhin auch 32 Ritterhallenpunkte. Haben jetzt einen Durchschnittswert von 223, sind damit einen Ticken alleine. Ja, ob es noch weitergeht, werden wir sehen, aber stärkste Leistung in den 2 Wochen von den ganzen Gilden hier, deshalb GZ an Legion, dass sie das geschafft haben. Und als nächstes kommt Valhalla, die sind da knapp drüber in den Top 12, kämpfen mit Avalanche, die auch 233er Level haben und ähnlich viele Ritterhallenpunkte, ähnliche Raids um den Eintritt sehr bald in die Top 10. Avalanche wiederum hat aber Valhalla überholt, haben 42 Level gemacht, sind damit zweitbeste Gilde nach Legion of Doom, deshalb auch GZ an Avalanche, aber auch Valhalla mit 35 Leveln. Das war jetzt keine schlechte Woche. Ja, und wir sind jetzt auch schon 1, 2, 3, 4, 5, ich kann nicht mehr zählen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, also Rang 13, Rang 12, hier so in dem Fight. Und Rang 11 wird belegt von Olympia. Die haben etwas nachgelassen, beziehungsweise sind dort Spieler, glaube ich, auch wieder zu Olympos gewechselt. Olympus war von Level her auch nicht so weit weg hier. Da ist irgendwie immer noch was mit Raidhilfe, glaube ich, am Gange oder so. Es kann auch sein, dass Olympia beim nächsten Mal wieder deutlich stärker wird, weil sie hätten jetzt nur 11 Level gemacht, 39 Ritterhallenpunkte, das ist okay. Aber nur 11 Level, das ist wirklich ein bisschen wenig im Vergleich. Deshalb sind sie jetzt aktuell nicht in den Top 10. Die waren ja damals definitiv in den Top 10 gewesen. Die Spektronen haben Olympia zum Beispiel überholt, die 41 Level gemacht haben, genauso wie Knights Husseini. Die haben es auch überholt. Spektronen mit 238er Durchschnittslevel, 549 Ritterhalle dabei. Sie haben 46 Ritterhallenpunkte gemacht zum letzten Mal. Das ist ein guter Fortschritt, aber sie müssen da noch aufholen. Das ist nämlich auf jeden Fall, wenn man in den Top 10 wirklich sich festigen will, wichtig und relevant, dass sie das schaffen. Knights Husseini sind da zum Beispiel direkt besser unterwegs und ja, auch vom Level her muss man sagen, im Durchschnittslevel her haben die Spektronen da auch auf jeden Fall noch einen harten Weg vor sich. Dennoch gezählt erstmal, dass sie in die Top 10 gerutscht sind und Knights sind direkt auf den 9. Platz hochgesprungen und sind schon relativ nah an Rising Star rangekommen. Rising Star hatte auch keine schlechte Woche, haben, hier, das hat auch nicht gestimmt, sehe ich gerade, haben 39 Level gemacht mit 251er Durchschnittslevel dabei, 582 Ritterhallenpunkte, weil sie sehr viele Punkte gemacht haben. Nee, Quatsch, das hat ja gestimmt. Nee, was ist denn hier los, ey? Ich bin ein bisschen blem. Haben mit Dead Valley zusammen die drittmeisten Ritterhallen geschafft. Und das, obwohl ja gar kein Event jetzt war in den 2 Wochen, also kein Festungsevent in der Art. Dead Valley vom Durchschnittslevel her ganz knapp über Rising Star. Haben ein bisschen weniger Level gemacht. Das ist auch sehr, sehr knapp hier bei diesen beiden Gilden. Aber das war auch damals schon sehr knapp gewesen. Und es bleibt einfach sehr knapp. Ja, also Top 8, Top 7, beziehungsweise Platz um Top 7. Hart umkämpft zwischen diesen beiden Gilden. Und Knights sind halt schon knapp dran. Wenn die weiter so rushen, dann wird das hier ein Dreikampf erstmal werden. Und einer, der für sich alleine kämpft, ist im Moment Project Alpha. Haben 31 Level gemacht, das ist okay. 36 Ritterhallenpunkte ist okay, sind noch unter 600
bei 47 Raids, sind solide auf dem 6. Platz hier im Moment, macht ihnen das keiner streitig, aber sie haben auch keine Option nach oben, denn die Holzfällerhütte hatte auch keine schlechten 2 Wochen. Ne? Die haben ein Durchschnittslevel von über 263, mit 614 Ritterhallenpunkte sind sie in den Top 4, beziehungsweise ja, sind die viertbeste Gilde von der Ritterhalle nach wie vor und haben auch fast schon die 50 Raids voll. Sie haben die zweitmeisten Ritterhallenpunkte von allen Gilden überhaupt gemacht und das, obwohl die so weit oben sind. GZ auf jeden Fall dazu. Und sie sind hier solider Fünfter, kämpfen ganz knapp mit Spektrum, die ein Level mehr haben. Aber Holzfällerhütte hat aufgeholt. Gegenüber Spektrum haben nämlich ja 5 Level mehr gemacht in der Zeit. Aber von der Ritterhalle hat Spektrum auch gut mitgearbeitet. Haben sogar ein Level im Schnitt mehr geschafft, hatten ein etwas niedrigeres, sind aber auch über 600. Und kämpfen hier wirklich darum, nicht den Anschluss zu verlieren, beziehungsweise nicht noch abzurutschen. Eben aktuell 4. Platz. Wird auch interessant sein, wenn diese beiden Gilden in der Gilden-Ehrenhalle gegebenenfalls gegeneinander kämpfen müssen, um sich zu behaupten, wer wirklich die viertstärkste Gilde ist. Das werden wir sehen. Und wir kommen zu den Top 3. Das fängt an mit Hollywood. Hollywood, ja, es hatte sich angedeutet zumindest, dass hier sie vielleicht ein bisschen verlieren. Das ist natürlich als Top-Gilde immer schwierig, Level zu machen, neue Ritterhalle zu machen. Von daher sind sie mit 23 Leveln, 40 Ritterhallenpunkte gut dabei, haben 615 Ritterhalle jetzt, ein Durchschnittslevel von 279 und haben auch die 50 Raids. Also die gehen auch nur noch auf Fights, würde ich sagen. Haben den höchstmöglichen Bonus erreicht und dementsprechend ja, sind sie auf jeden Fall Top 3 im Moment. Und ja, vorne ist es mega knapp zwischen Dreamland und Crit Happens. Crit Happens hat es jetzt zum ersten Mal geschafft, das Top-Durchschnittslevel zu haben von allen Gilden. Sie haben noch nicht ganz die Top-Ritterhallenpunkte, da ist Dreamland denen immer noch zuvor gekommen, aber auch das ist mega, mega knapp hier. Hier geht es um immer einen Punkt. Crit Happens hat den Gilden-Raid-Rekord aufgestellt, hatten also auch als erstes die Boni im Prinzip. Es ist ein mega spannender Kampf und auch hier werden wir vielleicht, gab es da auch schon den einen oder anderen Kampf, aber werden wir wirklich dann sehen, wer sich da festsetzt auf der 1. Vielleicht spielt auch Hollywood in der Gilden-Ehrenhalle noch eine größere Rolle. Wir haben uns jetzt die Ehrenhalle nicht angeguckt. Vom Gefühl her würde ich jetzt sagen nein, aber tendenziell ist es ja immer möglich. Das sagen ja diese Level hier oder diese Werte nicht unbedingt aus. Ja, und ich gucke auch immer wieder in die Kamera rein, obwohl ich ja eigentlich gar nicht da bin. Ja, jetzt bin ich wieder da. Hallo. Ja, also, so viel zu den Gilden. Top 18. Der Server ist wirklich extrem gut besetzt. Es gibt überall, es gibt jetzt keine Riesenlücke so, ne? Es gibt kleinere Lücken natürlich, das ist logisch. Und immer gibt es mehrere Gilden, die eigentlich um einen gewissen Platz kämpfen. Mal 2, mal 3 Gilden, mal 4 Gilden. Und ja, die Nachhut sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Wir haben auch übrigens, mir ist jetzt nur eine Gilde aufgefallen, die ich mal gelistet habe, die dann nicht mehr da war. Das ist auch ziemlich stark. Das war auf anderen Servern anders, wo sich Gilden sehr deutlich dann abgefallen sind, bis hin sich auch inaktiv oder gelöscht oder umgenannt haben und alles neu gewesen ist. Also das ist auf diesem Server bisher Gott sei Dank noch nicht so stark aufgefallen und ich hoffe, dass das natürlich so weitergeht. Ne? Das war's dann mit W50 Gildenstatistik. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wer hat, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.